In Matthäus 26 behauptet Petrus völlig selbstsicher, wenn ich auch sterben müsste, ich werde dich nicht verleugnen. Nachdem Jesus gesagt hat, ihr alle werdet mich verleugnen. Aus welcher Kraft heraus sagt Petrus das? Worauf baut er? Wenn Jesus ihm gerade sagt, er wird es tun. Auf seine eigene Kraft. Askese beginnt damit, dass wir selbstsicher sind, wir können. Wir können es schaffen. Askese geht weiter und vergisst diesen Nachsatz. Ich meine ihn nicht, dass wir ihn immer aussprechen müssen, aber in unserem Herzen, so Gott will und wir leben. Jakobus 4. Ihr erinnert euch, ja, wir können planen und machen und wir sind so überzeugt davon, dass wir gar nicht Jesus brauchen dafür. Und deshalb werden wir auch nicht beten oder an ihn denken. Selbstsicherheit ist das erste Anzeichen für diese Ich kann aus mir selbst und ich werde Gott zeigen, dass ich ihn anbeten kann. Das Zweite, was daraus folgt, nach der Selbstsicherheit, ist, dass du arrogant wirst. Du wirst arrogant. Du vergisst die Aussage aus 1. Korinther 4,7, was hast du, was du nicht empfangen hast? Und du denkst, ich kann. Und ich werde mehr machen als die meisten und mein Lohn im Himmel. Ich freue mich schon drauf. Zu schade für all meine Geschwister neben mir, links und rechts. Mögen sie auch noch wachsen. Diese Arroganz, sie wird spürbar werden für Menschen in deinem Leben. Wenn du sie selbst nicht spürst, ich habe sie so oft schon gespürt, und intervenierst, dann geht's weiter und andere werden dir sagen, du kommst arrogant rüber. Das sind Alarmglocken für das Wirken aus eigener Kraft, die logischerweise zum Stolz führen muss. Weil wenn Gott etwas sagt und ich liefere, bin ich stolz. Es geht ganz normal immer weiter. Ich spüre mein Opfer regelmäßig. Ich erwarte Segen von Gott, ich erwarte Lob von Menschen. Er wird zu wenig sein für meine Erwartung und für mein großes Opfer. Und so werde ich immer arroganter und immer verbitterter gegen Gott, weil er sollte mich eigentlich mehr segnen, wenn er wüsste, was ich alles tue. Selbstsicherheit, Arroganz. Du kannst diese Arroganz auch daran feststellen, dass Menschen schneller von dir wissen, wogegen du bist, statt wofür du lebst. Denn du wirst immer wieder davon sprechen, was alles so schief läuft. Du natürlich den Maßstab erreichst. Ich vermische hier ein bisschen Gesetzlichkeit und Askese, ja, weil sie so eng beieinander sind. Wissen die Leute, wofür du lebst, warum du Montag aufstehst? Spielt Jesus eine Rolle dabei? Wenn nicht, dann ist dein ganzer Motor asketisch. Und dein ganzer Gottesdienst für die Katz. Fatal. Nach der Selbstsicherheit und Arroganz kommt deine Selbstkasteiung. Ja, auch wir kasteien uns. Ich kann und ich mache und ich halte meine Zusage und ich brauche keine Hilfe. Ich weiß, nur ich habe manchmal solche Gedanken. Aber die besten Anwendungen für die Gemeinde sind die persönlichen Kämpfe. Hoffentlich sehen die Leute, wie viel ich mich hingebe. Meine Enthaltsamkeit wird zum Maßstab für andere. Und natürlich schwingt die Arroganz hier mit. Ich gönne anderen keine Freude mehr. Keine physischen Freuden vor allem. Warum macht er schon wieder Urlaub? Warum hat sie ein neues Kleid? Diese ganzen WhatsApp- und Social-Media-Statusse, wo jeder immer glänzt, sind für mich
Nur Wohltuung, denn ich brauche das alles nicht in meiner Askese, um Gott zu gefallen. Du hast in deiner Selbstkasteiung keine Lebensfreude mehr. Menschen gucken dich an und sagen, hey, wo ist dein Lächeln hin? Du hast keine lebensspendende Freude in deinen Augen. Du hast keine auferbauenden Worte der Gnade in deinem Mund. Du hast keine zuvorkommende Hilfe für andere mit deinen Händen. All das ist die Spirale, auf eigene Kraft zu bauen, und es ist asketisch im Grunde. Denn ich will Gott zeigen, wie sehr ich ihn anbete. Jede Askese befeuert aber dann die Begierde, statt sie zu töten. Und deshalb diese Spirale, dass ich immer tiefer rutsche und einer Sünde die nächste folgt und einem sündigen Gedanken der nächste folgt. Dieses miserable Christenleben mit so großen Opfern, gebaut auf Selbstgerechtigkeit und eigener Kraft, ihr Lieben, ist wertlos. Wertlos. Und deshalb bring Jesus ins Spiel. Das ist alles. Ich sage nicht, hört auf zu dienen. Ich sage, dient und opfert euch, aber fangt mit Jesus an. Der Schlüssel für jedes einzelne physische Leiden morgen früh wieder oder in diesem Moment ist, erst auf Jesus schauen und dann in Freude reagieren. Der Schlüssel ist erst auf Jesus schauen. Davon haben wir die ersten Kapitel die ganze Zeit gesprochen. Wir klammern Jesus aus und es hört sich zu einfach an. Paulus, er sagt in 2. Korinther 12, 9 und 10, darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Der Gläubige, der asketisch lebt, er wird auch nicht mehr brauchbar werden für Gott. Weil es gibt keine Kraft mehr. Die Kraft ist aufgebraucht. Ich hatte ein Auto und es ist nur noch auf 3 Zylindern gefahren von 4. Was muss ich machen? Ja, die Kompression war nicht mehr da. Dieser 4. Zylinder liefert nicht mehr die Kraft. Ich musste mehr Gas geben, hochtouriger fahren, später schalten, damit ich noch vorwärts komme. Das machst du, wenn Zylinder 1 ausfällt. Dann machst du weiter und Zylinder 2 fällt aus. Und dann machst du weiter und der 3. fällt aus. Und dann fällt der 4. aus. Und ich sage nicht, du kommst in die Hölle, aber du verlierst alles. Denn deine eigene Kraft, sie muss dich ans Ende bringen und besser früher als später kommst du zu Jesus und bittest ihn, wieder mit Jesus im Zentrum anzufangen. Glaubst du, Johannes 15,5? Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und ohne mich könnt ihr weniger tun als mit mir. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wie oft denken wir in unserem Alltag, und ich rede von Montagmorgen, von Dienstagabend, von Mittwochmittag, in unseren Arbeiten und Tätigkeiten daran, dass Jesus meine Kraft ist, meine Motivation, meine Freude. Der Alltag wird sich nicht ändern, aber du wirst wirkliche Freude wiedergewinnen.